Lass uns über das Präfix ent reden. Ent ist ein Verbalpräfix in der deutschen Sprache. Seine genaue Bedeutung ist ein bisschen schwer zu erklären, aber es hat ein gewisses Gefühl. Und darüber werden wir heute reden. Normalerweise bedeutet es, etwas rückgängig zu machen oder etwas zu entfernen oder es repräsentiert das Gegenteil von etwas. Die entsprechenden Präfixe in der englischen Sprache sind this, die und manchmal on. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Das hier ist Lernen und Fahren. Beispiel 1. Kommen. Was bedeutet kommen? Das bedeutet, dass etwas, das jetzt nicht hier ist, wird bald hier sein. Zum Beispiel, meine Freundin ist in diesem Moment nicht hier bei mir, aber sie kommt gleich. Okay. Was passiert nun, wenn wir das Präfix ent verwenden? Was bedeutet entkommen? Und pass auf, es muss wie entkommen ausgesprochen werden, nicht wie entkommen. Wieso? Warum ist das so? Der Grund dafür ist, dass ent immer untrennbar ist. Man sagt nicht, wir kommen morgen ent. Nein. Man sagt, wir entkommen morgen. Okay, aber was bedeutet entkommen? Das bedeutet, dass man hinter Gittern sitzt, will dort aber nicht mehr sein. Er plant also auszubrechen. Ein Gefangener, der im Gefängnis sitzt, kann entkommen und dann ist er nicht mehr im Gefängnis. Okay, aber was hat das mit kommen zu tun? Ist entkommen das Gegenteil von kommen? Nein, nicht wirklich, aber wir können sehen, dass das Präfix ent etwas mit der Entfernung von etwas zu tun hat. Das Präfix ent hat ein gewisses Gefühl, aber es ist noch schwer zu erklären, genau was dieses Gefühl ist. Fahren wir weiter. Führen. Führen bedeutet, jemandem den richtigen Weg zu zeigen. Wenn man ein Führer ist, bedeutet es, dass die Menschen ihm folgen. Okay, super. Was passiert nun, wenn wir das Präfix ent verwenden? Was bedeutet entführen? Das bedeutet, dass jemand gegen seinen Willen verschleppt wird. Auf Englisch sagen wir kidnapped. Okay, aber was hat das mit führen zu tun? Naja, wenn man jemanden entführt, dann zeigt man jemandem den falschen Weg. Wenn man jemanden entführt, man hat diese Person entfernt von dem Ort, an dem sie sein will. Nochmal können wir sehen, dass das Präfix ent etwas mit der Entfernung von etwas zu tun hat. Beispiel 3. Decken. Was bedeutet decken? Man legt etwas auf etwas anderes. Das kann buchstäblich gemeint werden. Zum Beispiel, ich decke den Tisch. Ich lege etwas auf den Tisch. Okay, das ist buchstäblich gemeint. Oder es kann figurativ gemeint werden. Zum Beispiel, ich decke den Bedarf. Das ist eher figurativ. Beide dieser Bedeutungen funktionieren auch auf Englisch mit dem Wort cover. Okay, was passiert nun, wenn wir das Präfix ent verwenden? Was bedeutet entdecken? Well, let's switch to English for a second here because this one's kind of interesting. The equivalent word in English is discover, and when you think about that word, it's literally discover. Dis in English has the same general sense of meaning that ent has in German. It means to remove something or to do the opposite of something. Discover is literally like uncovering. So when we discover something new, in a figurative sense, it's like we're uncovering it, we're exposing it to the world. Zum Beispiel, man hat ein neues wissenschaftliches Prinzip entdeckt oder man hat eine uralte mythische Stadt entdeckt. Beispiel 4. Waffnen. Was bedeutet waffnen? Sich waffnen bedeutet, eine Waffe zu holen und sie vorzubereiten. Okay. Was bedeutet dann entwaffnen? Keine Überraschung. Das Wort entwaffnen ist das genaue Gegenteil von das Wort waffnen. In English, it's the difference between saying to arm someone versus saying to disarm someone. Again, we see that prefix dis in English carrying the same meaning as the prefix ent does in German. Where am I going here? Let's go this way.
Es gibt viele weitere Beispiele. Entlassen, das bedeutet, jemanden zu feuern. In English, you could say we're going to unjob this person. That's not a word, but you can understand that. We could say we're going to disemploy someone, or maybe unemploy someone, or de-employ someone. These aren't verbs in English, but as a native speaker, when you see those prefixes dis or de or un in front of a word, you can get a sense of what that word would mean if it was a real word. It means the opposite of what that word itself means. How about entmachten? Die Macht in German is the force or the power. So what are we talking about when we say entmachten? Well, in English you might say to disempower someone, or you might also say in English to dethrone someone. Again, we see the prefixes dis and de. What we're talking about here is removing someone from power. Okay, how about entvölkern? Das Volk is the people, and die Bevölkerung is the population. So what does entvölkern mean? Well, again, no surprise, entvölkern means to depopulate. So we see that these prefixes in English kind of match up nicely most of the time with the prefix ent in German. But it's not always the case. There are exceptions to this. Let's look at a few that don't fit that pattern. How about enttäuschen, to disappoint someone? In the English word, we see that prefix dis is in the word, but what does it mean to disappoint someone? Are we unappointing someone? I don't really get that one. How about entscheiden, to decide something? Again, in English, we see the word starts with d, decide, but are we unsiding something? What would that even mean? Or how about entwerfen, to design, or how about entwickeln, to develop? All of these words in English start with one of these prefixes, but they don't seem to follow the same meaning as they do in other words. It feels like these words have mutated over time in English such that that original prefix is still there in the word, but it no longer has that same meaning. Take a look at entwickeln, for example, to develop. Develop. What does it mean to develop something? And how can you unvelop something? I don't even know. I assume these words have those prefixes still for historical reasons, but you can still clearly see that they are related to the German prefix ent. But the important takeaway is that this pattern of this sense of something being removed or something being the opposite of something, it's not universal. There are exceptions to this. Okay, fassen wir zusammen. Was kann man vermuten, wenn man ein Wort sieht, das mit ent beginnt? Manchmal nicht. Es gibt hier keine Regel. Aber manchmal kann man voraussehen, dass das Wort ein gewisses Gefühl haben wird. Zum Beispiel, dass das Wort etwas mit der Entfernung von etwas zu tun haben wird. Oder dass das Wort das Gegenteil von etwas repräsentieren wird. Okay, Pop-Quiz. Kannst du diese Frage beantworten? Das hier ist keine Fangfrage. Sagen wir, wir haben ein Wort wässern. Wässern bedeutet Wasser hinzufügen. Was bedeutet dann entwässern? Druck die Pausentaste, wenn du mehr Zeit brauchst. Druck die Pausentaste, wenn du mehr Zeit brauchst. Okay, es ist offensichtlich, nicht wahr? Nochmal keine Überraschung. Entwässern ist das genaue Gegenteil von wässern. Wir entfernen Wasser von etwas oder wir nehmen Wasser aus etwas. In English, if wässern means to water something or to add water to something, then entwässern is the exact opposite of that. We're draining something or dehydrating something, or we're taking water out of something or removing water from something. It's the exact opposite. Also, wir können sehen, dass es möglich ist, die Bedeutung eines neuen Wortes zu erraten, sogar wenn man dieses Wort noch nie zuvor gesehen hat. Und das finde ich ziemlich cool. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das hier ist Lernen und Fragen.